Thailand bietet gutes Essen, viel Kultur, schönes Tauchen, viel Unterhaltung und viel touristisch unbeschnuppertes Neuland. Also macht sich ein Grüppchen Thailand-Liebhaber auf den Weg. Zuerst ist die Gegend noch im Griff des Tourismus, aber landschaftlich wunderschön. Zuerst geht es zu einem Höhlentempel, der von Ausländern noch besucht wird. Anders als die prachtvollen Tempel in den Städten liegt er in einer riesigen Kalksteinhöhle. Eine wahrhaft atemberaubende Kulisse, in der unzählige Buddha-Statuen stehen. Weiter geht die Fahrt zu einem Pagodentempel, der fleißig von Einheimischen, aber kaum noch von Touristen besucht wird. Der Unterschied dieses prunkvollen Bauwerkes zu dem Höhlentempel ist gewaltig, aber hier gibt es nur einheimische Besucher, die beten, halten Andachten oder bestaunen die Pracht.
Weiter geht es durch bezaubernde Landschaften zum nächsten Ziel, einem Quadratkilometer großen Quellgebiet, völlig bewaldet und überall quillt frisches Wasser aus dem Boden. Schmale Stege führen durch die Wasserlandschaft und durch eine beruhigende Stille. Kein Motorenlärm, kein Geräusch außer den eigenen Schritten. Und überall nur Wasser, Bäume, Pflanzen und Libellen und Schmetterlinge. Dort kann man Kajaks mieten, um diese Traumlandschaft zu erkunden. Das sollte man auch unbedingt machen. Gemächlich gleiten die Kanus der Gruppe durch die stille Wasserlandschaft, völlig ungestört, denn nur an den Wochenenden kommen Einheimische aus der Umgebung, um hier zu baden oder Kanu zu fahren. Ansonsten stört nichts und niemand den Frieden. Irgendwann ist diese schöne Fahrt zu Ende und es geht zurück in die lärmende Welt. Weiter geht es zum größten Stausee Thailands, der sich über viele Kilometer hinzieht und dessen Kraftwerk halb Südthailand mit Strom versorgt. Der Tag neigt sich dem Ende zu. Die Gruppe bezieht Zimmer in einem gemütlichen kleinen Resort und fährt zum Abendessen in ein einheimisches Restaurant, ehe es zu Bett geht. Am nächsten Morgen fährt die Gruppe frühzeitig weiter,
Zwischen steilen Kalksteinbergen geht es in einen engen Talkessel, um den herum 6 steile Berge stehen. Auf jedem der Berge steht ein Tempel. Der Aufstieg über schmale Pfade ist mühsam, aber die Anstrengung wird belohnt mit einem atemberaubenden Blick über die halbe Provinz. Und die meisten Tempel sind über Brücken miteinander verbunden, so dass man nicht jeden Gipfel einzeln erklimmen muss. Der halbe Tag mit Stille, beeindruckenden Tempelbauten und berauschender Natur ist schnell vorbei und weiter führt die Fahrt zum weltbekannten Panga-Delta. Dort wird ein Boot gemietet und man ist zurück in der realen Welt. Das Boot fährt durch eine betörende Landschaft. Zuerst durch Mangrovenkanäle, die immer breiter werden, und dann in das Gewirr von bizarren Kalksteininseln, welche das berühmte Panga-Delta bilden.
Man wähnt sich in einer anderen Welt und ist es auch. Aber auch das geht vorbei und dann sind 2 wunderschöne Tage zu Ende.